Frankfurt am Main, Herbst 1986. Deutschland lebt im Rausch des Wohlstands. Börsenkurse steigen, Rohbauten wachsen in den Himmel. Die Skyline von Manhattan wird geboren, aus Glas, Stahl und Gier. Doch die Stadt zeigt nur, was sie zeigen will, denn unter der Oberfläche herrschen andere Gesetze. Nicht jeder trägt Anzug, nicht jeder kommt von der Eliteschule. Manche tragen Lederjacke, Goldkette und ein verrostetes Eisen am Hosenbund. Willkommen in der Stadt des Verbrechens. Was du hier siehst, ist keine Netflix-Serie, keine Hollywood-Fantasie. Das ist echt, das ist passiert und startete mitten in der Frankfurter Innenstadt. Heiligkreuzgasse, direkt vor dem Landgericht. Ein Mann steigt aus seinem SL 500, ein Routinetermin, eine Gerichtsverhandlung. Doch was folgt, ist kein Tag im Gerichtssaal, sondern ein Exekutionskommando mitten in der Wohlstandsidylle. Der Mann, der hier stirbt, ist kein Unbekannter. Er ist Ljubomir Magaš, ein Gangster der alten Schule, Boxer, Erpresser, Exilserbe. Ein Mann, der mit eiserner Faust über das Rhein-Main-Gebiet herrschte und es in Angst versetzte. Sein Name stand für Macht, Gewalt und politische Intrigen. Er herrschte über Spielhöllen und Bordelle durch Schutzgelderpressung. Und heute liegt er hier, auf dem Asphalt der Gerechtigkeit. Doch wer glaubt, mit seinem Tod sei der Spuk vorbei, hat die Rechnung ohne seinen Schatten gemacht. Denn Ljubomir war nicht allein. An seiner Seite ein Mann, den man in Frankfurt und Offenbach unter einem Namen kannte. Cento, Bruder im Geiste, zuverlässige Faust und derjenige, der ab dann übernahm. Gets down, rip sound, with the sick style, pissed out, lick round, get off my dick now, get crap, hot style, you get style, timid, scared to get in it, these dogs is rock loud, unchained, untamed, you know my name, act strange, pack flame, it's not a game. Es beginnt immer gleich. Eine Bar eröffnet, ein neuer Spielclub macht auf. Der Besitzer freut sich über die ersten Gäste, doch dann kommt er, einer, allein. Lederjacke, Goldkette, starrer Blick. Er sagt nichts, trinkt einen Espresso und lässt beim Gehen das Doppelte auf dem Tisch liegen. Am nächsten Abend sitzt er wieder da und diesmal ist er nicht allein. Spätestens jetzt wissen alle im Raum, das hier ist kein Kunde, das ist ein Signal. In Frankfurt, München, Düsseldorf, überall dasselbe Muster. Wer mit jugoslawischen Gästen Geld verdient, zahlt. Schutzgeld, freiwillig oder mit Nachdruck. Und wer nicht zahlt, erlebt, wie aus leisen Drohungen plötzlich Dinge passieren. Eine eingeschlagene Fensterscheibe, ein Türsteher, der versehentlich stolpert oder ein Anruf in der Nacht. Die Tarife sind gestaffelt. Bars und kleine Lokale zahlen ein paar hundert Mark im Monat. Spielclubs, Bordelle und Juwelierläden deutlich mehr. Bis zu 10.000 Mark monatlich. Bar, versteht sich. Offiziell nennt das keine Erpressung. Im Milieu sagt man, der hat sich einen Schutz geholt. Dabei ist es genau umgekehrt. Der Schutz holt sich dich. Die Paten von Frankfurt und Offenbach, so nannten sie die Polizei, haben ihren Ursprung nicht in den Bankenvierteln der Großstadt, sondern in den Hinterhöfen Jugoslawiens. In Belgrad, Ende der 1950er Jahre. Ein Land zwischen Betonpropaganda und brodelnder Gewalt. In den Straßen von Zemun wächst ein Junge auf, den bald ganz Europa fürchten wird. Ljubomir Magaš, der Vater ein Kroate, die Mutter eine Serbin. Der Vater verlässt die Familie früh, Ljubo wächst auf mit Faustregeln statt Vaterfiguren. Parallel, nur wenige Kilometer entfernt, wächst ein anderer Junge auf, Rade Čaldović, genannt Centa. 2 Leben, 2 Straßen, doch die Linien werden sich kreuzen und nie mehr trennen. Sie begegnen sich auf einem Jugendball, Magaš, Čaldović und ein dritter, Robi. Eine Bande ist geboren. Wenig später folgt die erste Anzeige, ein Gewaltverbrechen. Nur Magaš wird verurteilt. 2 Jahre und 8 Monate in Sremska Mitrovica. Für Cento ist das die erste Lektion. Schweigen lohnt sich. Dann ruft der Westen, die frühen 1970er. Die beiden gehen nach Wien, Mailand, Verona, Rom. Überfälle werden zu Ritualen. Juweliere, Banken, Glücksspieler. In Verona wird Cento in den Bauch geschossen.
Er überlebt und wird noch härter, noch vorsichtiger. In Rom landet er im Knast. Warum? Erpressung. Danach geht's weiter. Frankreich und schließlich Deutschland. Sie wechseln ihre Namen wie andere Leute die Jacken. Im Oktober 1978 betrat Veljko Krivokapić, Anführer einer rivalisierenden montenegrischen Gruppe, ein Café in der Wiener Innenstadt. 3 Tage zuvor hatte er Cento bei einem Spiel betrogen oder zumindest gedemütigt. Cento hatte 20.000 D-Mark und seine teure Uhr gewonnen, doch Krivokapić zog eine Waffe, zwang ihn zur Rückgabe. Jetzt saß er wieder da, im Café Hauptpost, Fleischmarkt 28, und diesmal kamen sie zu dritt. Zeugen berichteten später, dass Magaš und Yusuf Bulić ihn festhielten, während Cento zuschlug, mit einer vollen Weinflasche direkt auf den Kopf, bis Krivokapić zusammensackte und starb. Die Polizei ermittelte, es wurde eine internationale Fahndung eingeleitet, doch die Beweise reichten nicht aus. Die Anklage wurde später eingestellt, kein Urteil, kein Schuldspruch, nur ein weiterer Toter in einer Liste, die immer länger wurde. Anfang der 80er kommen sie ins gelobte Land, nach Frankfurt am Main. Doch legal sind sie nicht, bis sie über die serbische Nationalbewegung Ravna Gora Asyl beantragen. Vom Café Journal in Offenbach aus planen sie alles. Schutzgeld, Kreditwucher, Einbruchdiebstahl, Zuhälterei. Magaš ist das Gesicht, Cento die Faust. 1981 kauft Cento einen SL 500 Mercedes in bar. Offiziell verdient er 1600 D-Mark auf der Baustelle. Der Wagen kostet 125.400 Mark. Das BKA wird nervös. Bei einer Razzia an seiner Wohnung finden sie nur Designeranzüge, Goldschmuck und Maßschuhe. Cento sagt: Ich kriege Geschenke von Freunden. 1982 fliegt er in München auf. Ein Spielclub in der Kaiserstraße, von dem er 20% fordert. Als man ihn abweist, kommt er zurück. Tür auf, Pistole raus, 3 Schüsse feuert er ab. Er wird verhaftet. 3 Jahre und 4 Monate sitzt er in Landsberg. Ein Knast mit Geschichte. Aber Cento schweigt, wie immer. In Frankfurt steht längst ein Imperium. Der Magaš-Clan, bis zu 250 Männer stark, in ganz Europa aktiv. Rückzugsort Belgrad. Der jugoslawische Geheimdienst StB unterstützt sie mit Pässen und Informationen. Im Gegenzug erledigt der Clan angeblich Aufträge. Morde an Dissidenten. Stjepan Đureković, Nikola Milicević. Nichts bewiesen, nur Vermutungen und viele Leichen. Ein besonders profitables Standbein, die serbischen Einbruchbanden. Gut organisiert, eiskalt, effizient. Von Bad Homburg bis Wiesbaden, von Frankfurt bis München. Nacht für Nacht steigen sie in Villen, Büros und Juwelierläden ein. Keine Spur, keine Zeugen, keine Gnade. Die Beute? Millionen. Die Methode? Militärisch präzise. Doch auch die oberste Führungsetage hat ein Ende. 10. November 1986. Magaš erscheint zu einem Routinetermin. Der mächtigste Mann der Balkanunterwelt stirbt auf deutschem Asphalt. Der Schütze Goran Vuković, ebenfalls Serbe, ebenfalls tief im Milieu. 2 Jahre zuvor soll Magaš versucht haben, ihn zu töten, mitten im Frankfurter Westend. Vuković überlebte nur knapp, dank einer Notoperation. Seitdem war klar, einer von beiden würde sterben. Am 10. November war Vuković zur Stelle. Er wartete vor dem Landgericht mit einer Pistole unter dem Mantel und einem klaren Plan im Kopf. Als Magaš in seinen italienischen Krokoschuhen Richtung Eingang ging, näherte sich Vuković, hob die Waffe und schoss ihm 2-mal in den Kopf. Dann ließ er sich festnehmen, ohne Widerstand. Später sagte er: Ich hatte keine Wahl. Das Gericht glaubte ihm nicht ganz, verurteilte ihn aber nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags. 7 Jahre Haft. 1994 stirbt doch Vuković in Belgrad. Erschossen, genau wie Magaš. Denn in dieser Welt gibt es kein Happy End, nur letzte Kapitel. Und damit begann ein neues Kapitel. Dunkler, effizienter, brutaler. Die Szene wusste, Cento ist jetzt der alleinige Herrscher des Rhein-Main-Gebiets. Er hält das Geschäft zusammen. Doch die Zeiten ändern sich. Die Polizei erhöht den Druck, internationale Kooperation, neue Razzien, neue Verfahren, Schutzgeld, Raub, Waffengeschäfte, die Akten füllen sich. Schließlich wird er abgeschoben. Er zieht nach Belgrad, weicht kurzzeitig nach Johannesburg aus. Danach startet er neue Geschäfte zwischen Athen und Serbien. Offiziell in der Baubranche, inoffiziell mit Kontakten ins Glücksspiel, Waffen- und Drogengeschäft. Auch Auftragsmorde sollen über seine Kanäle gelaufen sein, darunter der Mord an Knežević im Hotel Hyatt in Serbien. Mehrmals entgeht er Anschlägen. 1993 explodiert eine Bombe neben seinem Mercedes. Er überlebt mit leichten Verletzungen. Danach bewegt er sich nur noch mit Leibwächtern. Die Einschläge kommen näher und er weiß, die Straße vergisst nichts.
Dann, in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 1997, schlagen sie zu. Ein Auto, ein Seitenfenster und ein Feuersturm aus automatischen Waffen. Cento stirbt in seinem Wagen. Neben ihm Maja Pavic, Journalistin, enge Vertraute der Szene, ebenfalls tot. Der letzte Vorhang für eine Ära. Doch was sie aufgebaut haben, lebt weiter. In Frankfurt, in München, in Bars, in Spielclubs, in jedem Schutzgeldumschlag, der heute noch wortlos über die Theke wandert. Die alte Garde ist tot, doch was sie aufgebaut hat, lebt weiter. Im Rauschen der Städte, in den Schatten der Skylines und in den Clubs, die heute die Stadt erleuchten. Mafia-Clans, Auftragskiller, Finanzbetrug. Bei uns bekommst du die dunkelsten Geschichten aus der Unterwelt. Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen. Sleeping Brain.